Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Technikvideo. Und zwar, ja, ihr seht es ist natürlich hier im Karton. Das ist ein Blitz, das ist der Blitzwolf BV-AF1. Ja, was das ist, das werden wir jetzt mal gemeinsam auspacken und natürlich wie immer eine Probe und eine Funktionalität testen. Ja, da würde ich sagen, dann folgt mir hier. Bis gleich. So, ja, ich habe es schon ausgepackt. Aber was ist jetzt Blitzwolf BV-AF1? Ja, ihr fragt euch, wie gesagt, was das ist. Ja, es ist eine Heißluftfritteuse von der Firma Blitzwolf. Erstmal, was wir natürlich in den Karton drin hatten. Das war einfach nur eine Bedienungsanleitung. Ein kleines Kärtchen mit Informationen hinten drauf und eben diese Heißluftfritteuse. Ihr fragt euch jetzt, was ist denn an dieser Maschine was Besonderes? Denn in Deutschland gibt es ja auch Heißluftfritteusen. Ja, es stimmt, es stimmt. Und zwar habe ich selber eine Heißluftfritteuse oder wir haben eine Heißluftfritteuse von Philips. Die ist auch noch im einwandfreien Zustand. Die benutzen wir auch noch. Nur hat dieses Modell hier von Blitzwolf etwas ganz Besonderes. Zuerst mal kurz eine Information. Blitzwolf ist eine Tochterfirma oder eine Produktionsfirma, die nur bei der Plattform Banggood zu finden ist. Nirgendwo anders. So, aber was ist jetzt wirklich an dieser Heißluftfritteuse anders? Nicht weltbewegendes, aber diese Fritteuse kann man über die App steuern. Ja, ihr habt euch richtig gehört, man kann die über das Smartphone steuern. Das Gerät sollte also Wi-Fi haben und damit eben zu steuern. Wie das funktioniert, das werden wir auch gleich testen und wir werden auch hier mal eine sogenannte Probe machen, indem wir zum Beispiel nur Fritten kurz machen, um zu schauen, ob das wirklich der Fall ist, ob das wirklich gut sind oder nicht gut ist. Wir werden uns das Gerät mal so ein bisschen anschauen und werden wir jetzt mal umdrehen. Also ihr seht jetzt hier vorne das Display. Hier zwei Schalten. Ich versuche mal gerade ein bisschen näher ranzukommen. So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier. Ja, hier ist also, ich kann auch kurz drehen, so. Dann seht ihr das natürlich besser. Also, hier ist der Anmachknopf, hier ist der Stopp- und Startknopf, hier ist der Programmmenüwahl für die zu ändern, hier ist die Temperatur für hoch und runter zu stellen und hier ist eben die Zeit für einzustellen. Das, wie gesagt, hat auch die Philips, die wir haben, die ist genauso aufgebaut. Nur eben, wie gesagt, unsere Philips ist nicht über die App zu steuern. Ja, gehen wir mal das ganze Ding hier um. Hier hinten ist dann natürlich der Kabel und auch die Lüftung. Die ist sehr wichtig. Bitte verdeckt die Lüftung nicht. Und tu auch nicht darüber. Und den Kabel, wenn es geht, versucht die nicht über die Lüftung zu schieben, sondern wenn es geht, wirklich in diese Richtung zu tun, sonst wird das Kabel noch verdammt heiß. Also hier haben sie irgendwie eine verkehrte Variation gemacht. Ich hätte das vielleicht lieber gedacht, dass es vielleicht hier rauskämen würde oder hier unten. Ja, hier in der Gegend, aber nicht über den Lüfter. Also wenn es geht, versucht nicht so einzusetzen, sondern eben so einzustecken irgendwo. Ja, dann hat das ganze Teil noch folgende Leistung. Also schauen wir mal, ob wir es hier unten irgendwo sehen können, ob da ein CE-Zeichen ist. Ja, hier ist ein CE-Zeichen drin. Und hier steht auch, dass sie, wie gesagt, 1800 Watt ist.
bei 220 Volt bis 240 Volt und eben 50 bis 60 Hertz. Also ist das hier natürlich die, ja, die erforderlichen Stärke da. Dann haben wir hier so kleine Sicherheitsstreifen, die machen wir jetzt ab. Einmal rechts und einmal links. Na, gehen wir hier ab erst. So. Ja, und dann können wir das hier, wie gesagt, ganz normal rausziehen. Ja, generell ist dann hier noch, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht hier, so, haben wir jetzt den Behälter. Der Behälter selbst ist auch nochmal hier oben gesichert. Das heißt, wenn man hier den Knopf herunterdrückt, also hochdrückt, ja, und festhält, dann kann man das Teil auch rausziehen. Auch hier ist wiederum, wie gesagt, ein Sicherheitsteil drin mit einem Teil Gitter. Das Gitter ist rausnehmbar. Und dann tun wir das jetzt mal auch hier weg. So, ja, ihr seht selbst. Hier wird jetzt einfach das Teil hineingesteckt. Ihr könnt euch auch nicht vertun, denn hierfür gibt es eine kleine Aussparung hier unten. Da kommt die dann auch rein. Wird einfach nur eingehakt. Ja, und wenn ihr das, wie gesagt, putzen wollt oder wenn ihr das sauber machen wollt, ist das eigentlich ganz, ganz einfach rauszutun. Ja. Ihr könnt also auch das Gitter, wie gesagt, in eine Spülmaschine oder sonstiges irgendwo eintun. Ja, gehen wir mal ein bisschen auf Seite. Hier ist dann auch, wie gesagt, der Behälter. Ja, mit Anti-Haftbeschichtung. Was ich auf jeden Fall schon mal mir aufgefallen ist, zwischen meiner oder unserer Fritteuse von Philips gegenüber dem. Und im Philips bei uns hat hier so kleine, ja, wie soll man so sagen, so Erhöhungen, die die Luftzirkulation besser nach oben bringen soll. Das hat Philips damals, wie gesagt, so uns angepriesen. Also da ist angepriesen, so habt ihr es irgendwie umgebaut. Es kann auch sein, weil wir hier unten drunter auch Gaba. Das heißt also, wenn die Luft von oben runterkommt, die heiße Luft, dann wirbelte das hier unten auf und geht wieder hoch. So war das wie gesagt, bei der Philips, die wir da hatten. Hier ist das jetzt eben nicht der Fall. Also ich sehe jetzt hier nur diese kleine Nut hier und dann haben wir hier nichts mehr drin. Auf jeden Fall soll aber dieses Gerät hier mindestens, ich glaube 6,9 Liter fassen. Ich habe jetzt nicht direkt so den Unterschied. Ich glaube schon, so groß genug ist sie ja schon. Ich meine auch ein bisschen zu sehen, dass die vielleicht doch ein bisschen größer ist als unsere alte. Unsere alte Maschine sollte eigentlich nur knappe 3 oder 5 oder 4 Liter fassen. Die soll also hier 5 Liter fassen. Keine Ahnung, ob es auch wirklich der Fall ist. Wir tun jetzt erstmal zurück und zeige euch mal von innen. Hoffentlich können wir es auch mal sehen, wie das aufgebaut ist. Ja, so sehen wir das. Also, hier oben ist der Propeller und der Heizstrahl, also der Heizstab. Dieser Heizstab, wie gesagt, glüht dann anschließend, der Propeller schiebt das raus, also runter, und dann eben wird das alles ohne Fett natürlich frittiert. Bis jetzt muss ich sagen, gab es wirklich noch nichts, wo ich sage, das schmeckte nicht. Das ist auf jeden Fall machbar, wenn man auch dazugehörige Fritten, die auch Heißluftfritteuse tauglich sind, benutzt. Ja, also das muss man schon drauf achten. Also wenn man kaufen tut, dann auch bitte wirklich darauf achten, ist die Heißluftfritteusen geeignet. Nämlich normaler Backofen, Fritten zum Beispiel gehen hier gar nicht rein. Das schmeckt überhaupt nicht so. Oder welche, die man das, wo gesagt, nicht drauf steht, sollte man also, wie gesagt, das dann lieber nach Vorachten checken. Ja, also mehr ist auch zurzeit hier nichts weiteres zu sagen. Ich werde jetzt, wie gesagt, das kurz anschließen, werde
Fritten besorgen und werden dann anschließend das mal kurz anmachen und dann erkläre ich euch mit der App, wie das funktioniert. Da würde ich sagen, bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, da sind wir zurück. Ja, ich habe schon mir ein paar Fritten mitgebracht. Die sind dahinter, wie gesagt, und auch schon angesteckt. Es hat kurz hier kurz gebiebt. Was ich aber jetzt noch vergessen habe vorher noch zu sagen ist, die Bedienungsanleitung ist auch auf Deutsch. Ja? Hier ist auch der Code, der Barcode drin, wo man, wie gesagt, runterscannen kann, die App, oder man gibt die eben in Google Play Store Blitzwolf-App ein. Wir werden das jetzt mal gemeinsam gleich machen. Ich werde den jetzt hier einschalten, kurz euch zeigen, was er kann. Also hier machen wir den an und dann zeigt er, glaube ich, jetzt die 0 an. Ich will hoffen, dass ihr das sehen könnt. Ja, ich versuche ein bisschen mal höher zu gehen. Das ist jetzt ein bisschen wackelig hier so. Ja, und mal ein bisschen so. Dann werdet ihr mich zwar nicht mehr viel sehen, aber ich versuche mich so hinzustellen, dass man es sehen kann. Ja, und jetzt können wir hier eigentlich die Temperaturen einschalten. Dann kann man 180 Grad oder weniger machen. 180 Grad ist die Standardeinstellung, die man hat. Und eben hier vorne noch die Zeiten, die man noch einstellen. Die Standardzeit ist 10 Minuten. Natürlich kann man die vorher ausschalten und auch ja, einprogrammieren. Und dann geht man hier, wie gesagt, auf den Mittelbutton. Damit startet man dieses Gerät oder auch pausiert man. Und wenn dann anschließend, wie gesagt, hier ist der Menü-Button. Auf dem Menü-Button könnt ihr, wie gesagt, anklicken und dann habt ihr hier zum Beispiel Steak stehen. Dann Polarity. Oh je, mein Englisch ist natürlich nicht so gut, aber ich denke mal, das müsste, wie man hier oben absehen kann, ein Schenkel sein. Nuggets. Ja, und wenn man weitermacht, Fries. Eine Frozen Fries. Ne? Also Fritten und Fisch. Und wenn man jetzt nochmal geht, ist wieder der Steak dann. Ja, das alles, wie gesagt, kann man jetzt hier kurz einprogrammieren. Hier oben stehen auch die Zeiten mit drauf und wie viel Gradzahl das ungefähr sein soll. Das heißt also zum Beispiel Fritten sollen hier 180 Grad und bei 25 Minuten sein und bei Frozen Frits sollte man 180 bei 30 Minuten ungefähr rechnen. Das rechnet er jetzt hier. Es ist richtig, unsere Alte hat das auch ein bisschen länger gebraucht, aber es ist immer eine Gefühlssache, die man selbst entscheiden kann, wie viel die Fritten sein sollen. Ja, sagen wir mal, wir wollen jetzt es auch mit der App steuern. Dann nehmen wir, ich nehme jetzt hier mein altes Handy und werden jetzt hier die App runterladen und dann zeige ich euch, wie das mit der App geht. Ihr geht, wie gesagt, in den Play Store und sucht nach dem Blitzwolf App. Entweder scannt ihr den QR-Code oder eben es gibt hier ein, das ist dann ein Häuschen mit angerechnet. So sieht die dann aus. Dann klicken wir mal da drauf und installieren das. Ist die runtergeladen, dann seht ihr das Icon so. Ja. Da klickt ihr jetzt auf die Blitzwolf und jetzt verlangt er vorhandenes Konto verwenden oder erstelle ein neues Konto. Denn wir haben noch kein Konto, müssen wir also eins erstellen. Ihr stimmt zu, gebt oben Germany ein und unten eine E-Mail-Adresse. So, dann sagt ihr ein Verifizierungscode abrufen. Klickt ihr einfach an. So, jetzt müsst ihr in den E-Mails nachschauen, um den Code einzugeben. Habt ihr das getan? Dann gebt ihr ein Passwort an. Mindestens 6 bis 20 Zeichen, sagt das Gerät jetzt hier. Und zwar mit einer Mischung aus Buchstaben und Zahlen. Gut, jetzt kommt ein neues, wo steht Zugriff auf Daten und was ist im Trend.
dann geht man jetzt einfach um folgende Berechtigung. Ob ihr die Berechtigung zustimmt oder nicht, das ist euer Entscheiden. Dann geht ihr auf App aufrufen und schon wird die App gesetzt. Jetzt wird hier natürlich erklärt, wie einfach dieses Teil ist. Jetzt wird hier das oben drauf geschrieben, Gerät hinzufügen. Ihr seht euch, das wird hinzugefügt. Dann sage ich, ja, ich hab's. So. Aber es steht auch unten noch Gerät hinzufügen. Falls ihr also mehrere haben solltet, dann könnt ihr das hier oben mit einklicken mit dem Plus. Wir nehmen jetzt hier unten, da wir ja noch kein Gerät haben. Und jetzt können wir hier aus der App, die man hier so sehen kann, die Geräte raussuchen. Und zwar suchen wir natürlich jetzt ein kleines oder Küchengerät. Könnte das ja sein? Nein, das ist ein bestimmt kleines Haushaltsgerät. Jetzt suchen wir erstmal nach diesem Gerät. Er sagt auch anschließend, ihr sollt auch Bluetooth einschalten. Ich habe Bluetooth jetzt eingeschaltet. Ihr geht dann unter Küchengerät und blättert etwas runter. Da steht da Luftfritteuse. Da klickt ihr das an. Dann wählt ihr das Wi-Fi-Netzwerk an und gebt das Passwort eures Wi-Fi-Netzwerks an. So, habt ihr das? Dann sagt er, setzen Sie das Gerät zuerst zurück. Ja, das ist hier möglich. In der Bedienungsanleitung steht das angeschrieben. Ihr macht den Power-Knopf und den Anmach-Knopf müsst ihr zusammen drücken. Also die Menütaste und eben den Anmach-Knopf. Dann habt ihr hier eine 1, die mit dem Strich gleichzeitig 0 steht. Dann bestätigt ihr die Anzeige, dass sie blinkt und geht auf Weiter des Handys. Jetzt sucht ihr nach dem Gerät. Müsst ihr normalerweise gleich finden. Er hat das Gerät jetzt auch hinzugefügt. Die Anzeige ist hier weg. Erfolgreich, das dauert ein paar Minuten. Und dann kommt natürlich so ein Name. Ihr braucht euch also nicht erschrecken, falls dieses so gezeichnet wird. Ihr könnt es natürlich auch anschließend hier umbenennen und dann könnt ihr zum Beispiel Fritteuse eingeben. Ja? Dann steht hier Speichern. Jetzt hat er das Fritteil. So, jetzt klickt ihr oben auf Fertigstellen. Und jetzt müsste das Gerät in der Fritteusen-App, also in der App eingestellt werden. Dann kommt, wie gesagt, das heraus. Jetzt ist, wie gesagt, dieses Gerät mit dem WLAN verbunden. Ihr könnt natürlich eventuell, habe ich noch nicht ausgetestet, aber es müsste ja eigentlich funktionieren, solange ihr ja WLAN habt und ihr mal verbunden ist, auf und unterwegs schon die Sachen steuern. Ob das aber mit Alexa oder mit Google geht, kann ich euch leider nicht zu sagen. Habe ich auch noch nichts gefunden. In der Bedienungsanleitung ist auch nichts drin. Ich denke mal dafür nein. Jetzt habt ihr hier oben eine Anleitung, die anschließend, wie gesagt, anschließen könnt. Ihr habt jetzt gesehen, ihr könnt dort Pommes, gefrorene Pommes, dann eben Nuggets, Geflügel, Steak und Fisch. Ich habe Steak wieder angegeben auf dem Rechner. Hier ist auch Steak angegeben, schon voraus. Wenn ich jetzt auf Pommes gehe, dann hört ihr ein Signal. Dann geht auch direkt hier oben die Fritten an. Und hier oben könnt ihr noch zusätzlich in der Fritteuse noch gewisse Einstellungen. Und da sieht man tatsächlich, das geht tatsächlich über Alexa und Google. Also doch ist dieses Gerät sogar home-tauglich. Ja, Offline-Meldung. Ihr könnt also auch hier noch zusätzliche Informationen und Einstellungen vornehmen oder auch das Gerät, wie gesagt, entfernen. Ich lasse das jetzt erstmal so wie es ist. Und hier kann man die Zeit und die Temperatur ablesen, was zurzeit eben angegeben ist. Der sagt, zurzeit haben wir eine Temperatur hier von 22 Grad. Und man kann Fahrenheit sowie die Dinge einstellen. Wir werden jetzt vornermaßen, wir werden ja tiefgefrorene Pommes nehmen. Wir haben jetzt einmal kurz einen Piepton nochmal gemacht. Und ich werde jetzt, wie gesagt, da die Pommes reintun. Und dann werden wir mal gleich mal gucken, wie es ist. Wir drücken das erstmal raus.
Und ihr habt es gerade gehört, das war so ein komisches Teil. Das ist nicht viel, was ich hier brauche. Es ist nur, wie gesagt, für euch zu testen. Wir machen das wieder zu. Und ihr habt wieder den Ton gehört. Es ist jetzt also was drin. Ja, dann brauchen wir jetzt mal Vollermaßen. Wir machen das jetzt hier. Er sagt, ja, Fritten sollen mit 180 Grad 35 Minuten sein. Tiefgefrorene Fritten sogar 30 Minuten Temperatur einstellen. Ich lasse jetzt erstmal die Temperatur so, wie die ist. Und wir machen jetzt einfach mal hier auf den Play-Button. Mal gucken, ob sich das ändert. Ich werde das so sehen, dass wir haben. Also gehen wir auf mal Play. Und ihr seht selber, er geht. Und die Fritteuse hat jetzt folgendes. Und noch ein Teil, ob das da oben sehen könnt, weiß ich nicht. Hier dreht jetzt einen Ventilator mit einem roten Punkt und die Zeit wird runtergezogen, also runtergezählt. Er sagt jetzt 30 Minuten, weil Frozen Frits 30 Minuten sind. Es riecht jetzt erstmal natürlich klar nach neu, nach Plastik, wie immer. Und ja, wir werden uns dann gleich mal zwischendurch mal sehen, wie die Fritten geworden sind. Oder zumindest zwischendurch einmal aufmachen, um zu sehen, wie die Fritten sind. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. 12 Sekunden später. Ein kurzer Zwischensport habe ich jetzt hier gemacht. Und zwar habe ich nur noch 2 Minuten 31 Sekunden und habe in der Zwischenzeit noch mal was versucht. Und zwar habe ich die Fritteuse über das Google eingemeldet. Das heißt also, das Gerät kann ich auch jetzt mit der Google App hier oder Google Home steuern. Ob es klappt, weiß ich leider nicht, da ich zurzeit jetzt hier den Google nicht angeschlossen habe. So, nochmal kurz einen Zwischenspurt gemacht, da hat man kurz einen Cut gemacht, weil ich mit der Google was versucht hatte, ging aber jetzt nicht, diese Google. Aber in 10 Sekunden geht das Gerät aus und dann werden wir mal gemeinsam mal schauen, wie die Fritten so sind. Ich tue das erstmal auf Seite und man hört, ja, das ist, ja, und jetzt steht hier auch Ende und auch hier ist er jetzt das Gerät wieder auf normal eingestellt. Ja, hier steht jetzt wie gesagt hier Ende und wir werden das jetzt mal raussuchen und mal sehen, ob die Fritten jetzt in Ordnung sind. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen, weil ich hier nicht viel Platz habe. Mal rauszuholen. Ja, ob das so geht, weiß ich nicht. Werden wir mal versuchen. Ja, also auch das hat den Besttest bestanden. Das ist ein bisschen schwierig hier reinzutun, also das muss ich schon offen ehrlich sagen, da ja bei uns die Siemens hat ja den fahrbaren Teil, das heißt hier wird das eigentlich nicht also komplett reingetan und wenn hinten das ein bisschen hoch ist, kommt man da nicht so gut drunter. Das ist natürlich ein kleines Nachteil, was ich hier eigentlich schön schade finde, ist, dass das ganze Teil eigentlich rausmachbar ist. Und bei der Philips ist wie gesagt dieses Teil in einer Führungsschiene und eben dann kann man das hier nennt man das nochmal dann kann man den Bratkorb rausnehmen und eben umschütten. Das ist hier nicht der Fall. Wir müssten ihn komplett rausholen, irgendwo hinstellen. Ich weiß nicht, ob das hier unten ziemlich heiß jetzt war. Es war ziemlich warm hier unten drunter. Also das ist wiederum so ein kleiner, ja, wo ich sage, das ist nicht so schön. Wiederum hat es aber einen Vorteil, dass dieses Teil auch rausnehmbar ist, das hier unten, da es ja auch sauber gemacht werden kann. Bei der Philips, die ich habe, muss man das ganze Gerät, glaube ich, sogar irgendwie abmachen oder rausholen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Oder eben, wie gesagt, unten die Führung abmachen, also irgendwie umdrehen, um es sauber zu machen. Das ist natürlich, wo ich sage, muss nicht sein. Gut, also ich habe jetzt hier etwas natürlich härtere Fritten gemacht. Also normalerweise braucht man keine halbe Stunde, um die Fritten zu machen. Es sind jetzt auch eigentlich nicht direkt Fritten, die man jetzt in Airfryer genommen habe, weil wir jetzt zufällig, die jetzt nur zufällig habe ich jetzt gerade gegriffen. Man hört aber, die sind trotzdem knusprig, sogar sehr knusprig.
hätten sogar gereicht, wenn man die nur 20 Minuten drin gelassen hätte, damit es noch schön weich ist. Aber wie gesagt, diese Fritten waren jetzt auch nicht Luftfritteusen geeignet. Und das ist ja eben das Beispiel, wo ich ja gesagt habe, versucht halt nur eben von der Luftfritteuse Zuständige sind. Und alles andere kann auch so funktionieren. Ja, was hier reinpasst, wie gesagt, sind ca. 6 Liter. Und da kann man schon einiges draus machen. Ich werde den jetzt, wie gesagt, in der nächsten Zukunft öfters mal benutzen. Oder wir werden ihn öfters benutzen. Und dann werden wir mal sehen, ob dieses Gerät auch noch wirklich irgendwo Fehler hat. So jetzt wie gesagt, von der Verarbeitung ist das eigentlich wunderbar. Was ich nur gesehen habe, ganz kurz, ist aber sehr selten zu sehen. Habe ich hier oben eine klitzekleine Mini-Beule drin, aber gut, das kann natürlich auch schon von der Herstellung passiert sein. Und eben finde ich es im Moment schade, dass hier zum Reinmachen es noch ziemlich schwierig ist hier. Also wenn die unten rausfällt, die Fritteuse, das ist jetzt natürlich alles hier warm, 3, und dadurch wird auch unten der Bereich wird. Also hier wäre vielleicht sinnvoll, dass man hier unten drunter, wenn man das rauszieht, vielleicht ein Stück Brett oder irgendetwas hin tut, damit dass ihr euch nicht das versauen tut. Am besten irgendwie eine Unterlage drunter tun, eine feuerfeste, und dann kann ihr da drauflegen und draufstellen und dann eben hochheben. Das wäre jetzt eine sinnvolle Methode, Entschuldigung. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das Gerät einwandfrei, ist wie gesagt mit Wi-Fi verbunden und hat auch geklappt. Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall, es ist kein schlechtes Gerät, bis auf das da unten, das man, wie gesagt, das noch nicht so richtig halten kann, aber das gibt es bei den günstigen Fritteusen natürlich auch so, das muss man auf jeden Fall sagen. Dieses Modell habe ich tatsächlich wie gesagt, bei Banggood bestellt, und zwar aus Tschechien. Da mussten wir dafür eben keine Steuern, geschweige denn diese neuen Einfuhrgebühren bezahlen. Das wurde direkt in 2 Tagen geliefert. Also ich kann mal sagen, zwischen der Bestellung und dass es hier angetaucht ist, ist es in 2 Tagen da gewesen. Das muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr, sehr schnell. Ja, ich denke mal, das war auch noch hoffentlich eine gute Vorstellung, die ich hier euch gestellt habe. Und auf jeden Fall würde ich sagen, ist eine Kaufempfehlung wert. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe auch, dass es gut rübergekommen ist. Falls ihr natürlich noch Fragen haben solltet, lasst es in den Kommentaren da. Ich werde es so schnell wie möglich beantworten. Und dann würde ich sagen, ja, einen guten Appetit und habt Spaß mit das Gerät und bis zum nächsten Video. Ciao.